Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute am zweiten Advent habe ich wieder ein wunderschönes Rezept für euch. Diesmal keine Plätzchen, sondern endlich mal wieder einen Kuchen. Natürlich gibt es heute auch was zu gewinnen in diesem Türchen, nämlich die wunderschönen Earclimber von Inesiré. Ihr seht sie hier. Normalerweise habe ich ja immer andere Ohrringe an, aber heute habe ich mal diese angelegt. Man braucht dafür nur ein Ohrloch und dann werden sie so hochgeklappt, also eingesteckt und dann einfach hochgeklappt. Und wunderschön klimmen sie dann so am Ohr entlang und nach oben. Da gibt es verschiedene Varianten und heute verlose ich einmal diese wunderschöne goldene Variante. Ich finde, sowas ist ein wunderschönes Geschenk auch für die Tochter, für die Schwiegertochter, für die beste Freundin oder vielleicht für einen selber, wer weiß. Es gibt auch noch andere wunderschöne Schmuckstücke in Ines Shop. Schaut dort unbedingt vorbei. Ich verlinke euch den gerne hier oben. Und der Schmuck kommt dann in so einem wunderschönen Kästchen in Seidenpapier, rosa Seidenpapier, das auch noch schön duftet. Eine schöne Geschenknachricht und eine Erklärung, wie die Earclimber funktionieren. Also da, wenn man da nicht weiß, wie lege ich die denn an, dann steht das dabei. Und dann hat man noch so ein wunderschönes kleines Geschenkschächtelchen. Schaut euch das an. Natürlich ist es jetzt leer. Und hier oben der süße Schriftzug von Inesiré. Und die Ines ist wirklich eine ganz, ganz liebe Schmuckdesignerin. Ja, ich kann sie euch nur empfehlen. Schaut bei ihr vorbei. Und vielleicht seht ihr auch demnächst noch mehr von Ines und mir. Wer weiß, das werde ich noch nicht verraten. Auf jeden Fall wird dieses Schmuckstück heute einmal verlost. Und da nur einer von euch diesen wunderschönen Schmuck gewinnen kann, hat die liebe Ines auch noch einen Rabattcode für euch eingerichtet. Mit Sugar Princess 10 bekommt ihr 10% Rabatt auf alles im Sortiment. Eine Woche lang. Also geht hin und gönnt euch. Ihr werdet diesen Schmuck lieben. Alle wichtigen Infos zu dem Gewinnspiel findet ihr unter dem Videotitel in der Beschreibung bzw. hier bei mir auf dem Blog. Bevor wir jetzt ins Rezept starten, abonniert alle mal noch den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Das Abonnement ist kostenlos und es ist Voraussetzung für die Teilnahme am Gewinnspiel. So, dann lasst uns jetzt mit dem Rezept starten. Es ist eine Variation meines Biskuits. Er wird ein bisschen anders zubereitet, aber im Prinzip ist es eigentlich dasselbe. Wenn ihr Angst habt, dass euch was schief gehen könnte bei diesem Biskuit, dann backt einfach meinen. Das geht auch genauso gut. Wir geben uns 6 große Eier in die Schüssel. Und zwar ganze Eier, ja. Diesmal trenne ich sie mal nicht. Das geht nämlich auch, wenn man eine gute Küchenmaschine hat und sie genug lange aufschlägt. Eine Prise Salz dazu. Das hilft den Eiern, dass sie schön steif werden. Hinzu kommen 6 Esslöffel kaltes Wasser. Habe ich mir jetzt gerade noch mit meinem Esslöffel hier abgewogen. Und wir schlagen sie einfach 6 Minuten schaumig und während wir schaumig schlagen, lassen wir 200 Gramm Zucker dabei einrieseln. Los geht's, langsam hochschalten natürlich und den Zucker dann so nach und nach einrieseln lassen. So, die 6 Minuten sind rum. Mein Ofen heizt schön vor und ihr seht, die Masse ist richtig schön schaumig geworden. Ich lasse jetzt noch weitere 4 Minuten ungefähr schlagen, denn ich habe große Eier genommen und da kann man ruhig noch ein bisschen Zeit drauf geben, bis die Masse wirklich richtig schön glänzt und stand hat. Das gilt natürlich hier auch, wenn man ganze Eier aufschlägt. Und der Ofen sollte vorgeheizt sein, bevor wir die Masse fertig haben, damit die Masse dann auch gleich gebacken werden kann, dass sie uns auf keinen Fall zusammenfällt. Also noch weitere 4 Minuten lasse ich jetzt gerade schlagen auf höchster Stufe und dann werden wir gleich noch die anderen Zutaten vermischen und das Ganze unterheben. Und dann kann unsere Biskuitmasse auch schon gebacken werden. So, wir sind soweit. Die Masse ist jetzt richtig schön dick. 10 Minuten ungefähr habe ich sie schlagen lassen. Bei kleineren Eiern oder mittleren Eiern könnt ihr vielleicht auch mit 6 Minuten auskommen. Wunderbar. Jetzt können wir uns hier die trockenen Zutaten schon mal vermischen. Und zwar benötigen wir dafür jetzt 180 Gramm Mehl, Typ 405, 75 Gramm Speisestärke, 50 Gramm Backkakaopulver, einen Teelöffel Backpulver und optional kann man jetzt noch Spekulatiusgewürz hinzugeben, auch in den Teig. Ich gebe mal einen Teelöffel dazu, finde ich eine schöne Option, Variante. Muss aber nicht sein, kann man auch weglassen. Aber ich finde, das harmoniert dann wunderschön mit den Spekulatius oben drauf. Ja, das Ganze hier schön miteinander vermengen, wie immer, damit wir alles gut verteilt haben in unseren trockenen Zutaten. Und dann haben wir ja hier unsere Eierschaummasse. Und wie bei meinem Biskuitrezept für den dunklen Schokobiskuit oder auch dem Grundrezept, werden wir natürlich jetzt hier die trockenen Zutaten
über unsere Masse sieben in mehreren Portionen, am besten so 3, 4 Portionen, wie euch das am liebsten ist, und dann jeweils unterheben. Ganz vorsichtig, entweder mit dem Schneebesen oder mit dem Schaber. Das hängt davon ab, was ihr lieber mögt, wie euch das leichter von der Hand fällt. Und ich hebe gerne mit dem Spatel unter, aber das ist wirklich Geschmackssache. Immer so ganz sanft gucken, dass man möglichst keine Nester entstehen lässt und ganz sanft unterheben. Nicht rühren, sondern unterheben. Das ist eine andere Art, wie man mit der Masse umgehen muss. Ganz, ganz zart. Das ist eine Diva, damit sie auch wirklich richtig schön aufgeht. Und dann gleich wieder die nächste Portion darüber sieben und so weiter, bis alles gesiebt ist. Letzte Portion unterheben. Dann haben wir es geschafft. Und dann können wir auch gleich backen. Wichtig ist jetzt hier nicht so lang stehen zu lassen, unsere Masse, damit sie nicht zusammenfällt. Die muss wirklich gleich nach dem Herrichten gebacken werden. Nur noch mal unten gucken, dass wir auch wirklich alle Nester aufgestochen haben. Und ihr seht, die Masse ist jetzt so ein bisschen zusammengefallen. Das ist normal. Deswegen müssen wir sie ja auch vorher so gut aufschlagen. Jetzt können wir sie gleich aufs Blech geben und auch gleich backen. So, ich verwende für dieses Rezept das Sugar Princess Backblech. Das ist wirklich ein fantastisches Blech. Kann ich nur empfehlen, auch als Weihnachtsgeschenk ist es einfach großartig. Und den Sugar Princess Backrahmen, den kann man schön auseinandernehmen und dann super reinigen. Beide Utensilien sind Spülmaschinen geeignet und sind was für die Ewigkeit. Also das Blech könnt ihr noch euren Kindern und Kindeskindern vererben, ganz sicher. Ein Backpapier auf das Blech. Und jetzt stellen wir uns den Rahmen drauf und ziehen den einfach gerade auf, bis er so in den Ecken dann steht. Das sind ungefähr 30 mal 40 von den Maßen her. Also eine normale Backblechgröße haben wir hier. Und da kommt jetzt unser Teig schon gleich drauf. Das duftet sagenhaft lecker. Mir ist gerade eingefallen, ich habe den Schokolikör vergessen. Den könnt ihr auch noch drunter heben, wenn ihr wollt. Falls ihr welchen da habt, noch ein bisschen Schokolikör unter den Teig. Aber er ist sowieso sehr schokoladig, weil er ein bisschen mehr Kakao drin ist als in meinem Grundrezept. Die Seiten des Backrahmens habe ich jetzt nicht gefettet, das ist richtig so, das soll auch nicht sein. Und ich nehme jetzt hier entweder meine Streichhilfe zum Verstreichen oder die Teigkarte. Beides sind hervorragende Werkzeuge für eure Backstube, sind auch tolle Weihnachtsgeschenke. Kann ich nur empfehlen. Ich nehme jetzt mal die Streichhilfe, ich arbeite sehr gerne damit und streiche unsere Diva-Masse einfach schön glatt. Bis in die Ecken. Den Biskuit nun ungefähr 15 bis maximal 20 Minuten backen. Das sollte eigentlich ausreichen. Bei großen Eiern kann es auch mal die 20 Minuten erreichen. Aber es ist ja wirklich eine dünne Lage, dass ihr den Biskuit nicht überbackt, dass er noch schön saftig bleibt und nicht trocken wird. Das hängt wirklich auch so ein bisschen von der Backzeit ab. Los geht's! So. Nach 16 Minuten Backzeit sieht der Kuchen bei mir so aus. Ich denke, er ist durchgebacken. Ich mache mal die Stäbchenprobe. Ja, ist durchgebacken. Jetzt darf der Kuchen natürlich auskühlen, erstmal eine Runde, am besten auf einem Kuchengitter. Und in der Zeit kümmern wir uns um das Kirschkompott. Am besten den Saft gleich in den Topf abgießen. Hier brauchen wir jetzt 10 Esslöffel davon, von dem kalten Kirschsaft. Denn mit den 10 Esslöffeln rühre ich jetzt das Vanillepuddingpulver glatt. 2 Päckchen. So. Und das gerade schön glatt rühren. Und für noch mehr Vanillegeschmack gebe ich jetzt einfach hier noch so 1 bis 2 Teelöffel Vanilleextrakt hinzu. 1 und 2, das hier ist jetzt auch bald leer, glaube ich. Schön miteinander verrühren. Und jetzt gehen wir an den Herd und kochen uns das Ganze auf. Das angerührte Vanillepuddingpulver jetzt hier dazugeben und aufkochen lassen, 1 Minute lang ungefähr. Zucker nach Belieben hinzufügen oder auch Vanillezucker und 1 Minute kochen lassen. Und wenn dann so ein schöner Pudding entstanden ist, dann können wir auch unsere Kirschen hinzugeben.
Wunderbar. Und mit dem Spatel gerade nur unterheben. Sehr schön. Unser Kompott ist fertig. Das Kompott auf dem ausgekühlten Boden verteilen. Wunderbar, alles ist soweit gut verteilt und möglichst gleichmäßig auf dem Kuchen aufgebracht. 2 Gläser Kirschen habe ich jetzt verwendet und ja, jetzt lasse ich das Ganze erstmal eine Runde abkühlen. Am besten so 2 Stunden ungefähr. Oh, wenn es draußen kalt ist, dauert es vielleicht auch nicht so lange. Und in der Zeit können wir uns dann auch unsere Quarksahne schon mal vorbereiten. Für unsere Quarksahne brauchen wir jetzt 800 Gramm kalte Schlagsahne. Ist schon ein ganz schöner Batzen Sahne, deswegen nehme ich jetzt hier meine Küchenmaschine. Solltet ihr das Handrührgerät verwenden, dann am besten in 2 Portionen aufschlagen. Und während des Schlagens lasse ich 2 Esslöffel Vanillezucker und 2 Esslöffel Zucker hinzurieseln. Plus natürlich Sahnefest, ungefähr 3 bis 4 Tütchen, müsst ihr schauen. Ich nehme jetzt erstmal 3 und dann kommt bei mir noch mein Vanilleextrakt hinzu, ein bisschen. Und wer möchte, kann auch noch Spekulatius-Gewürz hinzugeben. Finde ich auch eine schöne Idee. So ein bisschen war es einfach ein Hauch, dass die Sahne nicht zu dunkel wird. Einfach damit es schön passt. Legen wir los, Sahne schön anschlagen und dann alles hinzurieseln lassen nach und nach. So, die Sahne ist steif geschlagen. Das sieht man immer dann, wenn hier ein Schnitt sichtbar bleibt. Dann nicht mehr weiterschlagen, denn sonst schlagt ihr euch eine Butter. Gerade mit der Maschine muss man da so ein bisschen aufpassen. Jetzt können wir uns den Quark hinzugeben. 500 Gramm Quark gebe ich noch dazu. Ich habe jetzt hier Halbfettstufe. Da könnt ihr aber auch Sahnequark oder halb und halb nehmen oder auch Magerquark verwenden. Das ist euch überlassen. Einfach, was ihr lieber mögt. Gerade noch auf niedriger Stufe unterheben. Das reicht schon. Den Rest mache ich jetzt mit dem Spatel noch fertig. Sehr schöne Creme ist entstanden. Gerne noch für euch abschmecken. Jetzt könnt ihr noch was daran ändern. Ein bisschen Zitrone zum Beispiel kann man noch hinzugeben, wenn man möchte. Oder eben noch mehr Gewürz, also noch Zimt oder Spekulatiusgewürz. Ganz nach Geschmack. Jetzt können wir das Ganze hier schon auf unseren Kuchen geben und dann ist der Kuchen auch fast fertig. Fehlen nur noch die Spekulatiuskekse dann oben auf. So, so lecker. Ich liebe einfach diese Kombination. Schokolade, Kirsche und dann Quarksahne. Also das ist wirklich das Beste. Hier jetzt drauf verteilen auf dem abgekühlten Kompott. Allein der Kontrast hier, wunderschön sieht es aus. Mit unserer geliebten Streichhilfe, die können wir jetzt hier gut anwenden, glatt streichen über den Kirschen, dass jedes Stück eine schöne Menge Quarksahne bekommt. Fehlen nur noch unsere Gewürzspekulatius. Die werden wir jetzt hier einfach drauflegen. Ein bisschen Abstand dazwischen, dass man gut schneiden kann. Gucken wir mal, wie wir hier auskommen. Ja, also bei mir passen jetzt genau 7 Stück in einer Reihe. Sehr schön. Ich werde sie so ein bisschen abwechseln vom Muster her. Ich denke, dann passen auch 4 untereinander ungefähr. Das sieht man schon so. Elefant, Weihnachtsmann, Mühle. Ich habe hier so verschiedene Motive. Also ihr seht bei meinem Backblech, da passt es dann genau drauf. Einen noch und dann sind wir fertig. Alle so ein bisschen andrücken. Sehr schön. Der Kuchen ist fertig. Das, was ihr natürlich noch machen könnt, ist ihn ein wenig mit Puderzucker überstäuben oder mit Kuvertüre hin und her über die Spekulatius noch und vielleicht noch mit Perlen oder mit Sternen verzieren. Lasst uns den Kuchen schneiden und servieren. Vor dem Servieren ist es ganz günstig, wenn ihr das Ganze noch mal kalt stellt. Die Zeit habe ich jetzt beim Drehen nicht. Das heißt, meine Quarkcreme ist natürlich noch etwas arg, ja, nicht ganz gut gekühlt. Jetzt können wir uns den Backrahmen vorsichtig entfernen. Und da seht ihr den Kuchen. Wunderschön. Einfach jetzt die Stücke rausschneiden, die ihr haben wollt. Der ist richtig hoch geworden. Richtig toll, der Biskuit, muss ich sagen.
Erstes Stück ist immer ein bisschen schwierig rauszubekommen. Und ja, so sieht's aus. Einfach der Wahnsinn. So, so lecker. Schaut euch das mal an. Und der Boden ist super fluffig. Ich kann nur sagen, das ist ein absolutes Weihnachtswunder, so ein Kuchen. Und jetzt werden wir den Kuchen probieren. So, das Einzige, was ich jetzt noch drüber gebe, zum guten Schluss, nachdem ich mir jetzt einen Tee gekocht habe, ist Puderzucker hier oben drauf. Ich finde, das sieht dann einfach noch so ein bisschen aus wie Schnee. Da kommt er schon. Ein Hauch. Ein bisschen Schnee noch. Wunderschön. Nehmen wir einfach mal das erste, was hier steht. Sehr lecker sieht es aus. Sehr appetitlich. Mit den 3 Schichten. Wunderschön und einfach zu machen. Schaut euch das an, so lecker, diese Kombination. Und der Boden ist total fluffig geworden, ein richtig schöner Biskuit. So lecker, richtig schön nach Spekulatius. Der Boden schmeckt auch danach. Und dann die Creme ist so schön zart obendrauf. Und dann die fruchtige Mitte, sehr weihnachtlich. Kann ich nur empfehlen, gerade für die Festtage. Das war mein weihnachtlicher Spekulatius-Schokokirschkuchen mit Quark-Sahnecreme. Wirklich ein fantastisches Weihnachtsrezept. Toll für die Adventstage und für die Feiertage, auch für größere Runden geeignet. Ich freue mich schon auf eure kreativen Fotos. Ihr könnt sie mir auch in der YouTube-Community hochladen. Traut euch, ihr dürft dort auch posten. Ihr könnt dort auch Bilder hochladen und einfach was dazu schreiben. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dort wieder treffen und das Ganze so ein bisschen beleben. Ja, und vergesst natürlich auch nicht, bei Ines vorbeizuschauen. Denkt daran, mit dem Code SugarPrincess10 bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment und es sind wirklich wunderschöne Schmuckstücke. Ich habe mir auch schon was gegönnt. Ich verrate es allerdings nicht, weil es Geschenke sind, auch für meine Familie. Und natürlich vergesst auch nicht, bei mir im Shop vorbeizuschauen, denn ab heute startet dort der große Weihnachtssale. Also absolut nicht verpassen. Guckt dort vorbei, schaut, wie viel Prozent es dort gibt auf das gesamte Sortiment, denn auch dort könnt ihr richtig abstauben, jetzt noch vor Weihnachten. Wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr, wie gewohnt, mit einem neuen Torten- oder Kuchenvideo. Wahrscheinlich keine Plätzchen mehr jetzt vor Weihnachten. Und morgen dürft ihr natürlich das nächste Türchen aufmachen. Auf meinem Blog www.sugarprincess.de geht jeden Tag ein Rezept online und jeden Tag gibt es was zu gewinnen. Also schaut alle vorbei. Wir sehen uns nächste Woche dann in Live hier wieder. Bis dahin macht's gut. Viel Spaß beim Backen. Tschüss!